Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Review eines neuen Lego Marvel Sets, das jetzt im Juni erscheinen wird. Es handelt sich hierbei um das Set 76190 Iron Man Ironmonger Mayhem. Und wie ihr schon sehen könnt, es handelt sich hierbei um ein Set aus dem ersten Iron Man Film von 2008. Wer sich nochmal zurückerinnert, weiß, damals hatte Lego noch gar nicht die Marvel-Lizenz, deswegen erschien damals, als der Film rauskam, auch kein Lego-Set. Ich glaube, damals war auch noch nicht abzusehen, dass der Film so ein riesiger Erfolg wird und damit eben auch der Grundstein für das MCU, das ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, 25 oder 30 Filme sogar umfasst. In 3 Phasen wurde das Ganze bisher auch unterteilt. Am Ende dieser Phasen kam dann immer ein Avengers-Film raus. Geendet ist das Ganze dann 2019 mit Avengers Endgame, beziehungsweise der letzte Film der dritten Phase war dann eigentlich Spider-Man Far From Home. Das wurde da irgendwie noch so ein bisschen dran geschoben und diese 3 Phasen werden als Infinity Saga zusammengefasst. Das sieht man hier ganz gut auf der Verpackung auch. Und um dazu trotzdem noch Merchandise zu produzieren, hat sich Disney jetzt eben entschieden, diese ersten 3 Phasen als Infinity Saga zu vermarkten. Lego macht da natürlich mit als Spielzeughersteller. Für uns als Fans ist das natürlich gut. Das heißt, wir bekommen jetzt auch zu älteren Filmen wieder Sets, die sich deutlich näher am Film orientieren, als das ja manchmal schon der Fall war. Wir erinnern uns zurück an die Sets von Endgame aus dem Jahr 2019. Die hatten mit dem Film nicht so wirklich was zu tun. Jetzt also viel coolere Sets, eben auch dieses Iron Man Ironmonger Mayhem Set hier. Schauen wir uns mal die Fakten an. 479 Teile hat das Set. Es hat 3 Figuren, nämlich einmal Iron Man in seiner Mark III Rüstung. Das ist die erste mit diesem goldroten Anstrich. Wir haben Pepper Potts und Obadiah Stane. Das Ganze kostet 39,99 € und wie schon gesagt, erscheint das im Juni 2021. Wir legen los mit einem Blick in die Aufbauanleitung. Da sehen wir hier als erstes, natürlich gibt es auch wieder Sticker in diesem Heft. Die werden allesamt am Ironmonger verklebt. Da gibt es allerdings auch ein bedrucktes Teil. Das werden wir uns dann gleich nochmal ansehen. Insgesamt gibt es 3 Tüten, die sich dann eben auch in diese 3 Bauschritte hier aufgliedern. Insgesamt dauert der Aufbau so zwischen einer halben und einer ganzen Stunde, würde ich mal sagen. Wir haben insgesamt 195 Bauschritte, die dann hier erledigt werden müssen auf ca. 100 Seiten. Zum Schluss sehen wir da nochmal ein bisschen Werbung für die anderen Sets dieser Welle und für die anderen Macs der Januarwelle. Dann haben wir hier die Teileliste. Ist jetzt auch nicht allzu spannend. Wobei, ich muss dazu sagen, es gibt viele... Sehen wir das hier? Ich glaube nicht. Es gibt viele Teile in diesem Gunmetal Grey, aber das zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn wir den Ironmonger vor uns haben. Ansonsten war das hier die Bauanleitung. Ich glaube, machen wir lieber mit den Figuren weiter, die sind spannender. Und da haben wir sie vor uns stehen. 3 Stück sind ja hier enthalten. Obadiah Stane, Pepper Potts und Iron Man. Ich würde sagen, wir fangen mit Obadiah Stane an. Der hat natürlich keine Haare, weil er eben eine Glatze trägt. Der Kopf ist allerdings neu, extra für den designt hier. Der Oberkörper könnte dem ein oder anderen eventuell bekannt vorkommen. Hier soll es sich nämlich um einen Körper handeln, der schon mal im Disney-Zug genutzt wurde. Dort eben von, ich weiß gar nicht, entweder von Chip oder Chap, einen von beiden, hatte diesen Oberkörper auch dann eben als Schaffner an. Ansonsten finde ich, ist das eine coole Figur. Hier Obadiah Stane eben in seinem Anzug. In der Szene, ich hatte mir die vorhin nochmal angeschaut, hat er, glaube ich, keinen Anzug an, sondern eher so ein schwarzes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. Aber gut, ich glaube, über den Anzug hier beschwert sich niemand. Dann haben wir noch Pepper Potts in einem Blazer, ganz in schwarz gehalten. Das ist, glaube ich, die erste zivile Pepper Potts seit 2013. Da gab es mal ein Iron Man 3 Set, seine Malibu Villa. Ansonsten hatten wir nur zweimal Rescue, eben ja die nicht zivile Pepper Potts, sage ich mal. Hat sie ein doppelt bedrucktes Gesicht? Ja, natürlich hat sie das. Guckt sich hier ein bisschen grimmiger. Ja gut.
ich hatte mir die Szene angeguckt, da wirkt sie irgendwie sehr ängstlich noch. Also nichts im Vergleich zu dem Auftreten, was sie dann in den älteren, beziehungsweise nicht in den älteren, in den neueren Filmen hat. Und dann haben wir hier Iron Man und ihr seht schon, der kommt mit jeder Menge ja, Action-Elementen. Hier gibt es sogar noch ein weiteres, das man hier ausrüsten kann, falls einem die beiden hier nicht gefallen. Was mir ein bisschen weniger gut gefällt, ist dieses Verbindungsstück hier. Das ist in so einem, ja, grau-blauen Ton gehalten. Das passt irgendwie nicht zu den anderen, aber befreien wir ihn einfach mal hier davon, damit wir uns die Figur auch richtig angucken können. So. Da haben wir ihn, den guten Iron Man Mark III. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass Lego eben diese Rüstung hier rausbringt. Was ich sehr cool finde, ist, dass auch die Füße hier unten bedruckt sind. Arme sind leider nicht bedruckt, dafür dann wiederum der Rücken. Brust sieht auch sehr detailliert aus. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so auch einer von den Nano-Anzügen, weil hier diese helleren weißen Nieten drauf sind. Aber das ist tatsächlich auch bei Mark III schon so gewesen. Daher also wirklich eine sensationell coole Figur. Hier oben haben wir auf der Maske auch noch zwei so eine Nieten. Das ist auch wieder der ältere Iron Man Helm hängt damit natürlich zusammen, dass das ein Set zum MCU ist. Da verwendet Lego nicht diese Einteilerhelme, die sind immer nur bei den Comicfiguren dann. Hier sehen wir dann, Iron Man hat auch sein Interface hier wieder auf seinem Kopf aufgedruckt, wo er dann immer mit Jarvis kommuniziert unter dem Helm. Und auf der Rückseite ist dann das Tony Stark-Gesicht. Und wenn wir ihn so präsentieren wollen, hat Lego gedacht, legen wir hier noch eine Frisur dazu. Und dann sieht das so aus. Finde ich auch ganz cool. Gibt es leider beim großen Guardians-Schiff eine andere Sache, die ich da nicht so gut finde. Aber das seht ihr dann dort in diesem Review. Und dann haben wir hier noch so eine Kiste dazu, wo ich nicht wirklich weiß, was das darstellen soll. Also wir haben hier so ein kleines Zahlenschloss drauf und wenn wir die öffnen, sind da lauter solche 1x1 Tiles und Plates drin. Das sind das ist Munition für den Ironmonger, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das irgendwas mit dem Film zu tun hat. Ich habe da auf der Lego-Seite auch nichts weiter dazu gefunden. Und wie gesagt, die Szene hatte ich mir auch angeguckt. Da spielt irgendwie auch keine Waffenkiste eine Rolle. Also ich denke einfach, dass sich Lego hier gedacht hat, wenn wir schon extra Munition beilegen, dann machen wir wenigstens noch eine Kiste, die halbwegs cool aussieht. Von daher, okay, haben wir hier halt noch eine Kiste mit dabei. Und hier ist der einmal Trommelwirbel bitte für den Ironmonger, der, wie ihr sehen könnt, natürlich viel zu groß geraten ist. Das ist tatsächlich so ungefähr die Hulkbuster-Größe, wenn wir da mal Iron Man daneben stellen. Klar, der Kamerawinkel ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Wenn wir von unten filmen würden, sehe das nicht mehr ganz so schlimm aus, aber jetzt so von oben so die halbschräge Draufsicht. Ja, also der Ironmonger viel, viel, viel zu groß im Gegensatz zu Iron Man. Ich werde jetzt hier mal so ein kleines Bild einblenden. Da sehen wir, der Ironmonger ist vielleicht so 2 Meter, 2,50 Meter groß, allerhöchstens 3 Meter. Wenn da der Obadiah Stane, wollen wir ihn gleich mal reinsetzen, hier lässt sich natürlich oben der Helm aufklappen, an 2 Gelenken sogar. So, einmal hier und einmal hier hinten. Und dann ist hier eine kleine Konsole dabei. Das ist das eine bedruckte Teil, was ich gerade versprochen hatte. Aber ich meinte eigentlich das hier. Dieser Helm ist bedruckt, finde ich sehr cool. Und mal auch noch als Größenvergleich. Also da kann sich Iron Man drin verstecken, komplett in diesem Helm. Ist schon witzig. Und wo wir gerade bei den Teilen sind, hier sind dann auch diese Gunmetal Grey Teile, die ich bei der Anleitung gesagt hatte. Aber um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, wenn wir hier Obadiah Stane reinsetzen, so, dann kommt hier die Klappe wieder runter und das passt irgendwie nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen ihn tatsächlich reinsetzen, also Füße umklappen und passt er dann. Mensch. So, Ärmchen nach unten. So, jetzt geht die Klappe wenigstens zu. Und im Film ist es eigentlich so, dass dann, ich sag mal, die
Fußspitzen von Obadiah Stane sind dann hier ungefähr an den Kniegelenken vom Ironmonger und seine Fingerspitzen gehen bis zu den Ellenbogen. Die Minifigur bei Lego kann sich hier komplett im Bauchraum verstecken. Also ja, die Figur bzw. der Ironmonger ist viel zu groß. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht zum Spielen, weil er dadurch natürlich einfach viel handlicher ist. Und was vielleicht dann auch die Sammler besänftigen könnte, wir haben hier auch viel mehr Details, wie diese, ja, ich weiß nicht, Hydraulikgelenke oder wie man es auch immer nennen mag, an den Beinen und hier oben am Nacken, die ihm so dargestellt werden können. Was bei einem kleineren Maßstab höchstwahrscheinlich so gar nicht möglich gewesen wäre. Ihr seht es aber auch, hier wird sehr viel mit Stickern gearbeitet. Wir haben hier an den Schultern jeweils 2 für die Vernietungen. Wir haben hier am Oberarm einen, dann am Kniegelenk direkt 2 pro Bein. Also, ja, okay. Dann in der Mitte auf der Brust haben wir auch einen Sticker. Allerdings ist das ein besonderer. Der sitzt nämlich tatsächlich auf einem neuen 2x2 runden Leuchtstein. Ich werde mal versuchen, ob ich das jetzt hier ein bisschen einfangen kann. Das leuchtet dann so ein bisschen grünlich, auch im Dunkeln. Ist eine nette Idee. Allerdings ist die Frage, wird man das so beim Spielen denn sehen? Also ich glaube, die wenigsten Kinder spielen eben im dunklen Zimmer. Aber klar, coole Idee. Vielleicht hätte man es auch irgendwie anders lösen können mit einem, nicht mit einem Glow-in-the-Dark-Leuchtstein, sondern vielleicht eben auch mit einem richtigen, dass wenn man irgendwie hinten drauf drückt, dass dann eben der Arc-Reaktor in der Brust leuchtet. Was wir hier in den Händen haben, sind einfache weiße Steine, also das sind keine Glow-in-the-Dark-Elemente, auch wenn sie halbwegs so aussehen wie der Arc-Reaktor auf der Brust. Was ich cool finde, sind die Finger, die sehen nämlich ähnlich aus wie bei der Vorlage. Finde ich gut, dass man die hier so auch mitgestaltet hat. Die Hände lassen sich auch drehen, also das ist flexibel alles wirklich gemacht. Finde ich auch sehr gut. Die Beine und auch die Arme sind hier oben, ihr seht es an solchen Knights Kingdom Actionfiguren Gelenken befestigt. Das heißt, ihr könnt das hier auch theoretisch in alle möglichen Richtungen drehen und was weiß ich, irgendeinen Tanz aufführen hier mit dem Ironmonger. Kniegelenke hat er nicht, also die Beine sind wirklich ein komplettes Teil, auch wenn es vielleicht so aussehen würde. Dafür lassen sich dann die Füße wieder so Millimeter hin und her bewegen, nach links und rechts und nach vorn und hinten. Zehen hat er auch, aber ihr seht es schon, die fallen ein bisschen zu leicht ab. Die sind hier nur so ganz einfach dran geklipst. Dann schauen wir uns die Arme noch an. Wie gesagt, hier auch eben diese Gelenke an der Schulter. Am Ellenbogen, da hat er Bionicle-Gelenke, würde ich es nennen, also diese ganz normalen Kugelgelenke, also die lassen sich dann auch stufenlos verstellen. Für den Show-Effekt gibt es dann hier noch dieses Schulterpolster, was mit Droidenarmen befestigt ist und wie gesagt eben dann auch hier diese Hydraulikstange. So, das fährt dann auch immer so ein bisschen ein und aus, genau wie im Film. Sieht schon cool aus. Und dann kommen wir noch zu einer Sache, obwohl wir machen erstmal das. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt hatte. Der Oberkörper lässt sich dann auch noch um 360 Grad drehen. Wäre jetzt natürlich ein bisschen unvorteilhaft, wenn Obadiah Stane seine Beine bis zu den Kniegelenken hat. Von daher vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wenn er sich hier eben nur im oberen Oberkörper befindet. Was ich sagen wollte, ihr seht schon, an den Unterarmen befinden sich 2 solcher riesigen Waffen. Wir haben hier einmal diesen Minigun-Stud-Shooter. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vorführen soll, weil die Dinger fliegen dann absolut weg. Also ihr dreht praktisch hier hinten an diesem kleinen Rädchen und hier drin läuft dann so ein Zeiger umher, der dann der dann die einzelnen Einmal-Einsteiner hier rausschießt. Auf der anderen Seite haben wir was Ähnliches, nämlich so eine, Schleuder, sage ich mal. Da drückt er einfach hier hinten drauf und ihr seht es hier im Innenteil,
werden dann die einzelnen Plättchen auch rausgeschossen. Und nun habe ich mich bei den ersten Produktbildern so ein bisschen gefragt, warum Lego? Warum muss das sein? Müssen hier irgendwie solche Teile auch noch unbedingt dran? Das sieht doch absolut lächerlich aus. Und dann ist mir aufgefallen, das ist im Film genauso. Also tatsächlich hat der Ironmonger am rechten Unterarm so eine kleine Minigun, die wirklich gut getroffen ist. Klar, beim Lego-Modell ist sie ein bisschen zu groß. Das ist aber dem geschuldet, dass es eben diesen Stud-Shooter-Minigun-Element hier eben nur in dieser Größe gibt. Aber es sieht wirklich halt genauso aus, auch mit diesem kleinen Schlauch hier dran, der dann im Film ist das, glaube ich, dann eben diese Magazinkette von der Minigun. Aber auf der anderen Seite auch, könnte man ja jetzt vielleicht denken, okay, dann ist das hier zumindest irgendwie so eine Eigenkreation von Lego. Aber auch hier, nein, auf dem linken Unterarm hat er dann nämlich einen Raketenwerfer. Also von daher muss ich sagen, auch wenn es irgendwie bescheuert aussieht, aber im Film ist es tatsächlich genauso und ist wirklich gut getroffen. Was ich ein bisschen vermisse, was sich aber höchstwahrscheinlich auch eher schlecht umsetzen lässt, wenn man die verwendeten Teile hier oben sieht, im Film ist es dann tatsächlich so, dass er auf der linken Schulter auch noch so einen ausfahrbaren Raketenwerfer hat. Den gibt es jetzt hier leider nicht. Dann gucken wir uns mal die Füße noch an. Hier hat sich Lego nämlich auch noch was gedacht. Hier sind solche durchsichtigen blauen Steine drin, die dann eben auch die Schubdüsen darstellen sollen. Im Film ist es jetzt eher wie so ein Raketenstart, wo ihr, wenn er losfliegt, der fliegt so ganz langsam los. Das sieht echt lächerlich aus. Und man sieht im Gegensatz zu Iron Man auch nicht diese blaue Energie, die dort rauskommt, sondern es ist einfach nur voller Rauch. Von daher ist das hier vielleicht nicht ganz korrekt, hätte eher so, weiß ich nicht, weiß und rauchig sein müssen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es eingebaut haben, genauso wie diese ja, Energiedüsen an den Händen, sage ich mal. Also ihr könnt dann durchaus auch den Ironmonger so hinstellen und dann fliegt der zu den Sternen und vereist und fällt dann wieder runter. Ja, ich glaube, das ist dann auch schon alles, was wir hier am Ironmonger entdecken können. Ja, so viel also erstmal dazu. Kommen wir noch zu einem Fazit abschließend und der Frage, würde ich euch empfehlen, dieses Set zu kaufen? Schauen wir uns erstmal die positiven Aspekte an. Wir haben endlich hier unseren Iron Man Mark III, der ja erste Anzug, der rot-gold ist. Die anderen beiden waren ja eher so Prototypen. Da gibt es auch schon Varianten aus Lego davon. Jetzt hier aber der Originale, sage ich mal. Also das dürfte eine sehr beliebte Figur werden, weil es eben auch so der Ursprung des MCUs ist, der erste Iron Man-Film. Was die anderen beiden Figuren anbelangt, Pepper Potts und Obadiah Stane, ja, ich weiß nicht, ob die jetzt so cool sind. Klar, sie gehören hier mit in dieses Set mit rein. Sie waren eben auch beim Showdown vom ersten Iron Man-Film beteiligt, aber ich glaube, das klare Highlight ist eben dann auch Iron Man. Was den Ironmonger anbetrifft oder anbelangt, was ihn betrifft, natürlich, er ist hier in dieser Hulkbuster-Größe, das heißt, wir haben hier einen Mech. Wenn wir uns wie vorhin die Bilder vom Ironmonger im Film angesehen haben, dann stellt sich natürlich heraus, der ist nicht irgendwie 10 Meter hoch, sondern eben nur, ich sag mal, 2,50 Meter. Das heißt, dieser Ironmonger ist natürlich hier viel zu groß. Das ist natürlich wiederum schlecht für Sammler, die möglichst alles originalgetreu haben wollen. Für Kinder würde ich den hier aber durchaus empfehlen. Ich finde, es macht durchaus auch Spaß, mit dem zu spielen. Wir haben hier oben ja den Oberkörper, der sich drehen kann. Wir haben diese verschiedenen Waffen. Wir haben den Leuchtstein. Also durchaus interessante Features. Natürlich können wir hier auch aufklappen. Also was zum Klappen ist ja immer prima. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, was ich als Sammler auch anmerken muss, durch den größeren Maßstab, dadurch, dass er eben viel zu groß ist, kann Lego hier auch kleine Details zeigen, die, wenn das Ganze kleiner gestaltet wäre, wahrscheinlich nicht so einfach möglich gewesen wären. Also wir haben hier wirklich diese ja, Hydraulik-Dinger, sage ich mal, sowohl an den Beinen als auch an den Armen oben, dann durch Sticker dargestellt, diese einzelnen Nieten oder auch an den Knien, das also
das ist halt durch den größeren Maßstab sind hier schon sehr viel mehr Details möglich, als es dann wirklich gewesen wäre, wenn es kleiner ist. Also unterm Strich, um das nochmal zusammenzufassen, als Spielset definitiv die Empfehlung. Macht sehr viel Spaß hiermit zu spielen, denke ich. Für Sammler müsst ihr euch dann selber mal einen Kopf drüber machen, ob es euch das wert ist. Natürlich, die Iron Man-Figur wird viele Sammler begeistern, die eben diese Iron Man-Rüstungen sammeln. Bei dem Ironmonger ist dann die Frage, wollt ihr ein Set, was eigentlich den falschen Maßstab hat, dafür aber wiederum super detailliert ist? Ich sag mal so, ich bereue den Kauf nicht. Mir gefällt das hier wirklich sehr gut, auch wenn er dann letztendlich wahrscheinlich nicht hinter mir im Regal landen wird. Da habe ich dann andere Sets, die ich dort lieber ausstelle. Aber was haltet ihr denn von dem Set? Schreibt mir dazu gerne eure Meinung als Kommentar unter das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Es werden jetzt auch noch Reviews zu den anderen Marvel-Sets folgen. Schaut gerne bei Telegram und Instagram vorbei. Wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werde ich dann, wenn es veröffentlicht ist, auch noch den Link zum Blog-Review reinpacken. Das Ganze wird dann dort auch nochmal vorgestellt werden. Ansonsten bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.